bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute stellen wir euch die Nummer 134 vor, SWT Nummer 134 und den Besitzer, Servus, den Micha. Das Motorrad sieht noch ein wenig unfertig aus, einfach mal um euch zu erklären, wie so eine Evolution ist. Ich will eigentlich mit diesem Video mal erklären, wie so ein Motorrad entsteht, warum wir hier ein Motorrad zusammengebaut haben, wo der Rahmen noch nicht beschichtet ist. Und wir wollen darüber reden, wie sich der Micha das Motorrad in Zukunft vorstellt, wenn es fertig ist. Warum zeige ich euch einen nicht lackierten Rahmen? Ganz einfach, der Micha hat sich in den Kopf gesetzt, dass er so ein Sportheck haben will. Jetzt haben wir das Problem, dass der Typ fast so groß ist wie ich. Ne? Fast. Und dann braucht er natürlich auch eine hohe genug Sitzbank. Ist das Altöl nicht mehr? Ne, mal. Muss ja halt halten. Das ist richtig Altöl. Wir haben solche Hecks schon verbaut. Die Kollegen waren alle viel kleiner als der Micha. Also da kann man das nicht 1:1 übernehmen. In dem Moment, wo wir höher gefahren sind, sind wir auch weiter hintergefahren. Dann ergibt sich da so ein Loch, das man dann auffüttern muss. Das ist dann was für ein Sattler. Klar, für mich ist es kein Problem, die Sitzbank da abzuschneiden und das Ganze vorzuschieben. Aber der junge Mann sitzt dann da hinten. Und dann hat er von der Sitzbank definitiv nichts. Und da diese Flexibilität bedeutet immer, dass man alles von Grund auf neu angeht. Das war ewig lang, ne, am Anfang, bis wir die ganzen Punkte gesetzt haben. Ja, rumgeschoben, ausgemessen. Am Ende sind es 2 Rohre und 8 Winkel, die verschweißt sind. Und man kann es auch 4 Stunden lang rutscht man und guckt sich das wieder an, dann stellt er sich wieder drauf und probiert es und geht wieder runter. Dann macht man so einen Punkt wieder locker, schiebt ihn dann wieder weiter hinter. Und wenn das Ganze dann fertig ist, ist es immer noch nicht gut. Das sieht dann gut aus, aber man wird sofort wieder eine Idee finden, was man verbessern könnte. Ich zeige das euch nochmal im Detail. Also das heißt, wir haben hier 2 Winkel angebracht. Hier. Normalerweise haben wir die immer hier direkt hingeschraubt, aber wenn ich jetzt einen Rahmen habe, der noch nicht beschichtet ist, habe ich halt viel mehr Möglichkeiten. Der Winkel, das ist ein Kunststoffheck. Das trägt sich über diesen Kunststoff hier und wir haben einfach 2 Streben nach unten angebracht. Unten drin, wenn du hier reingehst, siehst du 2 Aluwinkel, die am Rahmen adaptiert sind. Also an sich eine total easy Lösung, kann fast jeder daheim nachmachen, wenn er die Zeit dazu hat. Hier sind einfach die Löcher am Originalheck gebohrt. Für den Micha ist halt die Möglichkeit, jetzt auf ein Originalheck umzubauen. Die ist nichts mehr gegeben, weil die Halterungen werden jetzt noch weggeschnitten. Aber wenn man so ein Sportgerät baut, oder im Allgemeinen, ich meine die Jungs, die immer 2 Hecks haben wollen, die sollen mal ehrlich sein und sollen mal drunter schreiben, wie oft sie ihr Heck gewechselt haben. Also ich schraube kein neues Heck an mein Motorrad hin. Ne? Das ist dran und damit fahre ich dann. Weil wenn ich vor jedem Urlaub überlegen muss, ist es das Heck Nummer 1 oder das für 2-Mann-Personen? Lerne ich eine kennen unterwegs? Keine Ahnung. Ist es nicht besser, man einen Einmann-Sitz und nimmt eine mit? Ist doch viel bequemer, oder? So, jetzt haben wir ein bisschen was über die Entstehung des Motorrads gesagt. Hier will ich nochmal darauf hinweisen, das waren die Prototypen für die Dankhalterung. Ist das 3D-Druck? Das ist 3D-Druck. Ja. PLA. Daheim in der Kuchenform gebacken. Von der Basis her gehe ich von vorne nach hinten. Also das ist wie unser Rolling Chassis, das wir immer. Wir haben eine Upside-Down-Gabel drin. Wir haben die SWT Gabelbrücken. Es ist ein KDM Vorderrad verbaut. In dem Fall ist es so ein gebrauchtes Originalrad. SWT Rahmen verstärkt. Das hier ist ein alter Strich 7 Rahmen. Die Paralever-Aufnahme haben wir selber noch anbringen müssen. Hinten ist die SWT-Schwinge drin. Unser Hinterrad mit der gefrästen Radnabe und ein 36 Loch. 36 Loch ist ganz wichtig zurzeit, weil die Ersatzteilversorgung von Excel echt schwer ist. Und daher sind wir ganz froh, dass wir da den Weg gegangen sind und sind von 40 auf 36 gleich geswitcht. Wird hinten Scheibenbremse. Hier ist es ein bisschen Spielerei gewesen, der Bremshebel. Einfach mit dem Anschlag hier die Feder da vorne, das Motorrad so wo gefahren werden. Ja, Feld, Wald, Wiesen. Nächstes Jahr vielleicht die TED, Slowenien, 3. Anlauf. Wir haben Kunden, die haben umgeswitcht von einem Rallye SWT auf einem Rallye Einzylinder irgendwas. Also so ein Spielzeugmotorrad. Und hier wird von der, was war das, SWM 600er? 650, ja. 650 abgegradet auf 650.
Ist das Upgrade? Ja, Umgegradet. Umgegradet Auf 650 Boxer. Lässt sich bestimmt geiler fahren. Und klar, das verschlingt richtig Geld. Also die Leute vergessen immer, wie viel Kohle da zusammenkommt. Und so ein Zylindersatz später zu wechseln, ist immer noch leichter, als ein Projekt aufgeben zu müssen, weil die letzten 850 € nicht da sind. Wie viele Kinder hast du? 2. 2. Von einer Frau? Ja. Ich glaube, das sind alle von mir. Und die anderen 4? Die von den Piep. Nee, es ist also als Familienvater, wenn man Familie ernähren muss und so, ist es wirklich schwer, so ein altes Moped herzurichten, weil die Teile werden einfach nicht billiger, sondern immer teurer. Aber rundum ist jetzt erstmal untenrum normale SWT, Rolling Chassis, nur das Heck wird was ganz Besonderes. Und dieses Heck ist auch das, was dann die Kosten verursacht oder halt viel Freizeit und Bastelkunst. Da wollte man nichts dran ändern, das wollte man so übernehmen. Da wird dann noch so eine Halterung für den Pin gemacht. Na, das sind 2 Pins, das wird noch rausgemacht, da wolltest du Gewinde reinmachen. Ne? Schauen wir mal. Da kann man dann so ein Alustängchen mit reinmachen oder man kann es auch im Bedarfsfall mit Kabelbinder festmachen. Treffe ich die Löcher? Nee, ne? Unten drin. Ja, ist ja wurscht. So im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus. Hier habe ich noch die Idee gehabt, ich nehme es noch mal kurz weg, hier habe ich noch die Idee gehabt, dass man mit dem angedeuteten Halter für den Batteriekasten nach vorne einfach ein schönes Werkzeugkastel bauen kann. Ne? Da passt das Wichtigste rein. So Aluminium reingeklebt, Sigaflex. Würde es keinen großen Aufwand machen. Ich würde auch nicht durchbohren, wenn es nicht sein muss. Ne? Das könnte man damit schön auflegen, fertig, aus 4 Punkte. Das Heck hat hier einen Sitzbankverschluss. Also es geht ohne großes Werkzeug zu wechseln. Hinten kommt ein LED-Scheinwerfer hin. Also Rücklicht mit LED, dass es einfach ein geprüftes Rücklicht mit einem Nummernschildhalter vorhanden ist. Und dann ist das auch TÜV-konform. Ne, wird gut, ist halt immer Anpassungsarbeit. Was ich nie verstehen werde ist, wenn jemand aufmerksam zuschaut, sind diese 2 verschiedenen Weißstiche von einem Händler. Ist schon komisch, ne? Das sieht man sogar in der Kamera. Ne? Ja, ich frage mich manchmal, was sie sich denken. Verschiedenes Plastik vielleicht? Ja, das hier wird beklebt, da kommt dann immer so Beta 350 drauf. Nee, aber auch von dem Granulat, ja, kann natürlich sein, je nachdem wie aufwendig die Form ist. Weil Ja gut, das ist ja tragend, ne? Das ist ja ganz anders Plastik wahrscheinlich. Ja, nochmal. Aber das da, der Kotflügel und der Seitendeckel soll eigentlich das gleiche sein. Nee, es kommt ja auch daran, wie die Form zufährt, weil ich habe ja letztens bei so Granulat gedruckt und dann ist auch, je nachdem wie komplex die Form ist, wird anderes Material benutzt. Ja, das ist klar, aber als Hersteller will ich doch schauen, dass ich einen Farbton habe, oder? Geht Wir reden ja jetzt nicht von, keine Ahnung, von SWT, sondern das ist Beta, die bauen mehr als ein Motorrad. Ne? Ja, muss aber in die Norm schauen, ne? Ob das überhaupt eine Farbabweichung ist laut Norm. Ja? Diese ganze Scheiße kann man eigentlich rausschneiden. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Farbabweichung. Alles von Beta. Welches Modell ist das? Weiß das jemand? 300 RR? Ja. Ah, gut, vorbereitet. Ne? Was ich noch als guten Gimmick habe, ist, wir haben den Tank, wir haben aber auch sowas da drüben. Wie gefällt dir der? Das ist der schöne. Das wäre der abgegradete Tank. Das ist nicht von der Form gleich. Das ist der G-S, der hat die Dallen und vor allem hat er die schon mit eingebaut für den längeren Schlag. Also die Dinger muss der Micha in Eigenleistung in seinen Tank reinklopfen. Hammer und gib ihm. Ja, das geht alles. Also da macht man ein bisschen Fett da drauf, Klebebandfett, macht einen Abdruck hier und fängt dann an und arbeitet sich rein, je nachdem wie weit man seinen längeren Schlag haben will. Cool ist es natürlich, wenn es sowas fertig gibt. Ne? Das ist halt immer das Problem, wir haben jetzt gerade von der Ausgangsbasis geredet. Ich schätze mal, dass der Michael das Geld nicht einfach im Schubkarren rumliegen hat, sondern er muss halt einfach in Eigenleistung gehen. Die wichtigsten Sachen, die TÜV-konform sind, die haben wir schon mal vorbereitet. Das Motorrad geht jetzt an ihn nach Hause. Er macht die Nacharbeiten, er macht die Lackierarbeiten, er macht die Beschichtungsarbeiten, alles fertig. Da kann er sich einen Partner suchen, der bezahlbar ist. Und wenn das Ding dann fertig ist, gucken wir es nochmal komplett durch und besprechen den TÜV. Futuristisch wird das Ganze trotzdem. Wir haben hier unsere Instrumentenhalterung. Die hat man jetzt beim Robert sein Video auch gesehen, die kann man für alles Mögliche benutzen. Ist natürlich auch immer mit viel Aufwand verbunden. Wir mussten ein paar Winkel mehr mit anbringen und alles wegen umswitchen, aber komplett neu machen ist echt schwer. Und da kommt jetzt was Spaciges drauf. Ja,
Um das Ganze halt gut darzustellen für euch und dass es nicht zu lang dauert, machen wir jetzt einfach mal einen Schnitt. So, von welchem Modell ist das? BMW GS 310. Für welches Modell war die Lichtmaske nochmal? Der BMW 310 GS. BMW 310 GS, oder? Ja. Das sieht voll cool aus, ne? So, Sie geht trotzdem, obwohl das Moped jetzt doppelt so viel Programm hat. halt dir mal hin. Ich denke schon. Also natürlich müssen wir jetzt mit Abstandshalter arbeiten, ne? Richtig hindrücken. Ich hab's ja nichts mehr. Damit er hinten die Züge und alles durchbringt. Und jetzt habe ich mich da als Arsenal Robert Hoffmann noch ein bisschen. Ich komm gleich wieder. Geil. Ich glaube, das passt gut, ne? Das kommt schon böse, ja. Ja. Ich hab Angst. Wir haben nur ein Problem. Wir müssen halt aufpassen, wie wir den Halter mit dem Halter kombinieren. Nur Kram. Also man sieht, es geht uns nicht aus, ne, mit dem Basteln. Oder man sagt, man geht wegen höher, was auch nicht schlecht wäre, aber ich finde halt das so geil, wenn das so nah aneinander ist. Also geh nochmal so auf die Höhe. Sieht schon Porno aus, ne? Wenn man eine längere Tour fährt, dann kann man die Scheibe oben drauf machen. Gibt es ja für ein Apfel und ein Ei. Schöne schwarze Scheibe. Alter, das ist anstrengend. Ich halte nur einen Kotflügel. Jo. Das war's soweit. Ich hoffe, wir sehen uns zeitnah wieder, dass du irgendwann mit dem Motorrad fahren kannst. Ich hoffe. Bei mir hast du es auch schon ganz schön lange warten müssen, aber das ist einfach so, da wer dann in einen Rahmenraum reinschaut, dem wird schlecht, da liegt alles voll Alteisen. Hast du noch was zu sagen für die Familie? Jetzt kannst du noch mal deine Mutti grüßen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Danke Micha dafür, dass du das Vertrauen in uns hast. Ja, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Über die SWM war das, ne? Über den Rob. Oh ne, okay, dann lassen wir das hausen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Wenn ich jetzt gerade das Video schaue, als Zuschauer und Bock habe, das Moped fertig zu sehen, kommt da noch ein Teil, wenn es fertig ist, oder war es das jetzt dann? Nee, da kommt auf jeden Fall noch was. Ich werde Manuel mit Bildchen und kleinen Handyvideos versorgen. Weil das wäre ja eigentlich ganz spannend. So Da machen wir Vorstellungen der Tschechei auf der Strecke. Ja, Das können wir machen. Ja. Ja, ja. Ein bisschen das Unterdreht. Da muss halt der Johannes dann auch mal mit, ne? Ja, da kommt er mit. Ja, der kommt da mit. Tschechei ist doch geil. Bei der Ted hat er jetzt ein wenig Angst, ne? Der hat noch nicht zugesagt. Im Weil Beiwagen. du fährst, deswegen habe ich. Ja, ich bin auch einmal Beiwagen gefahren, das hat mir gereicht. Schon, ne? Ja. Aber nicht weil es so, so gefährlich war, sondern so Weil anstrengend. du Was? gefahren bist. Warm. War sehr warm. Du hast ja Elmar gefahren. Du bist gefahren. Nee, du bist beim Elmar schon unten gelegen. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD Sports. Aber so, fertig. Wir filmen gerade, warte mal eine Sekunde. Bis bald, euer Manuel Schad von SWD. Ich muss kacken. Drück weg. Okay, sind wir soweit. Wir haben das Video nicht gefunden. Hallo? Hallo? Schnauze. Läuft. Okay. Was war das?